Freitag, Flutlicht, Frankfurt. Das sind die Zutaten für den 22. Spieltag. Zu Gast im Feiertagsmagazin ein Dortmunder Neuzugang mit hessischen Wurzeln. Ja, er ist noch nicht so lange hier in Dortmund, aber schon sitzt er hier bei mir auf der Couch. Da freue ich mich natürlich ganz besonders drüber. Ich begrüße unsere Neuerwerbung, Emre Can. Can, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe es heute 4-mal im Internet angehört, weil man weiß es ja nie so genau. Can. Aber Can ist nochmal richtig. Can. Ganz genau. Ja, schön, dass du hier bist. 87 Minuten hast du am Samstag schon gegen Leverkusen gespielt und hast ein wirklich irres Tor gemacht, das muss man sagen. Der Kicker hat dir eine glatte 2 als Note gegeben und am Ende haben wir allerdings verloren, 4:3. Und mit was für Gedanken bist du dann nachher im Bus nach Hause gefahren? Ja klar, die Enttäuschung war tief und so ein Spiel, wenn man nach 80 Minuten führt, will man dann klar gewinnen. Und ich glaube, wir haben nicht so ein schlechtes Spiel gemacht. Ich glaube, wir haben gute 80 Minuten gespielt und dann haben wir halt 2 Minuten gehabt, wo wir ein bisschen passiv waren. Und, aber ich glaube, aus so Spielen kann man viel mitnehmen, aus so Spielen kann man viel lernen und wir sind noch eine relativ junge Mannschaft. Und ich habe es auch direkt nach dem Spiel gesagt, ich glaube, in dieser Mannschaft steckt enorm viel Potenzial. Kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen, aber auf das Tor müssen und möchten wir natürlich auch gerne eingehen. Wir schauen es uns natürlich noch einmal an. Zum Genießen für alle, die ein schwarz-gelbes Herz haben. Wow. 33. Minute. Den wolltest du genau so schießen, ne? Ich wollte den recht oben. Das war schon das Ziel auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Das war schon das Ziel. Und dann, klar, dass ich den Ball dann so treffe und dass er dann so reingeht, ist optimal. Und klar, ich kann schon sagen, das war einer meiner schönsten Tore meiner Karriere. Absolut. 31 Meter, da weiß man es ja auch nicht so genau. Ne? Der ist ja schon eine Zeit unterwegs, bis der dann einschlägt. Ne? Aber ich habe schon, man weiß ja so meistens, nachdem man den Ball getroffen hat, ob das was werden könnte. Und da hatte ich auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und dann, freut es mich, dass er dann so eingeschlagen hat. Das war übrigens sein erstes Bundesligator von außerhalb des Strafraums. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Es sind jetzt auch nicht so viele. Ja, ich glaub, bist ja auch ein bisschen so, ne? in der Welt unterwegs gewesen und wir werden sicherlich von deiner Erfahrung profitieren können. Und es war übrigens dein erstes Tor mit rechts. Du bist erstaunt, was hier alles innerhalb der kurzen Zeit schon alles recherchiert wurde. Ne? Das stimmt. Und das nach 30 Minuten in Dortmund. Fängt gut an. Und es könnte vielleicht, das wäre ja auch noch cool, Tor des Monats werden. Hoffen wir es mal, aber ja, mal sehen. Auf jeden Fall sind dir die Stimmen aller Schwarz-Gelben gewiss. Dankeschön, da kannst du dich drauf verlassen. Ja. Vielen Dank. Ja, mit einem ganz klein wenig Glück stehst du am Freitag, also morgen, hier zum ersten Mal beim BVB in unserem wunderschönen Stadion auf dem Rasen. Du kennst das Stadion. Was geht dir jetzt durch den Kopf, wenn ich dir das so ausmale? Ich freue mich extrem auf das Spiel, ehrlich gesagt, weil ich glaube, das erste Mal hier vor der gelben Wand zu spielen, kann nur was Besonderes sein. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, die ist weltbekannt und dass die dich dann irgendwie anfeuern, ich freue mich extrem drauf und ich will das auf jeden Fall genießen. Ich will das mit 3 Punkten feiern. Ich hoffe, dass wir gewinnen und für mich wird es auf jeden Fall ein besonderes Spiel, das erste Mal hier für Dortmund zu spielen. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass die BVB-Fans sich auch alle auf dich freuen, weil genau so einen Typ haben wir noch irgendwie uns immer gewünscht. Du bist einer, der auch mal richtig zur Sache geht, der auch mal böse wird und der mal aggressiv wird. Lass dir das nicht nehmen. Genau das. Ich bin auf dem Platz so, ne? Also außerhalb bin ich überhaupt nicht so, da bin ich ein ganz Lieber. Nein, das war gut, aber so wirklich, Emre, behalt dir das bei, weil ich glaube, das brauchen wir ab und zu mal in diesem Stadion und dass dann alle wachgerüttelt werden und ich glaube, deshalb haben sich unsere Verantwortlichen auch für dich entschieden und du vielleicht auch für uns, weil du gesagt hast, hier werde ich gebraucht, hier kannst du was bewegen. Ja, ich habe es auch schon gesagt beim ersten Interview, als ich zu Dortmund kam.
ich glaube, dieser Verein, der passt einfach gut zu mir und ich passe gut zu dem Verein. Das glaube ich auch. Und ich glaube, die Art und Weise, wie ich Fußball spiele, ja, ich glaube, wird den Fans hoffentlich gefallen. Und klar, ich glaube, dass die Fans mir gefallen werden, das ist keine Frage. Ich glaube, ich habe schon leider, sage ich mal so, ein paar Mal hier gespielt, aber da war ich mal der Gegner. Ne? Du bist gebürtiger Frankfurter. Kennst du noch viele Jungs aus der Ecke? Bist du noch regelmäßig in Frankfurt? Also jetzt von der Mannschaft kenne ich tatsächlich nicht viele Jungs. Ich glaube fast gar keinen persönlich. Und, aber ja, ich bin sehr oft in Frankfurt, weil meine Familie, meine engsten Freunde noch da leben. Und deswegen bin ich noch sehr oft da. Und es wird irgendwie immer Heimat für mich bleiben. Sollte es auch, ist ja auch gut so. Ja, sollte es auch. Und ja, ich freue mich einfach drauf, gegen Eintracht zu spielen, auch am Freitag. Und das ist klar auch nochmal was Besonderes, auch gegen den Heimatverein sozusagen zu spielen, wo ich Und herkomme. den mit einer Niederlage nach Hause Klar, schicken. das sowieso. Das wissen die doch schon. Nee, ich werde mein Bestes geben, auf jeden Fall, wenn ich spielen sollte, dass ich die mit einer Niederlage nach Ich Hause glaube, du wirst spielen. Ja, Ich bin zwar kein Trainer, aber also. hoffen wir es mal. Ja. Wir haben bei Instagram, wir können uns das mal angucken, ein sehr schönes Foto gefunden. Aber habt ihr den gefunden? Das ist ein gewisser Toni, der kommt aus Frankfurt. Ich glaube, das ist ein sehr guter Freund von dir. Und er schreibt, sorry Emre, wir gewinnen 3:2 und du machst beide Gegentore. Man sieht es ja dort. Das ist aber ein sehr mutiger Expertentipp. Wer ist das? Lustig. Der Toni ist mein erster Trainer gewesen. Und da hast du heute noch Kontakt zu? Ja, sehr guten Kontakt noch, sehr engen Kontakt. Und, Aber das sieht man ja, was du er wird für auch einen im Stadion Charakter sein. hast, Ja, ne? er wird auch im Stadion sein und er ist halt Eintracht-Fan und Auch. Juventus-Fan, muss ich auch dazu sagen. Ja. Und, Aber aber demnächst er hat auch- mich schon geschrieben, der hat es da vielleicht geschrieben, aber er hat mir im WhatsApp geschrieben gehabt und er hat zu mir gesagt, an dem Tag bin ich für dich. Ist das, also da ist eine richtige Freundschaft. Auf jeden Fall, auf jeden Aber das ist, Fall. ja, Also, das wir ist kennen uns wichtig schon- und schön. Aber dass du natürlich jetzt noch so Kontakt zu deinem ersten Jugendtrainer hast, Ja, das, er wird, da glaube zieh ich, dir mit den seinen Hut. 2 Brüdern hier im Stadion sein. Da habe ich die Tickets schon besorgt für ihn, und, aber er wird für uns sein an dem Tag. Nur kurz, hast dich gut eingelebt? Fühlst dich wohl? Was sagst du zur Mannschaft? Trainingsgelände, alles schön, alles gut? Und sagst, oh, cool, weil du warst auch schon bei tollen Vereinen. Ne? Nee, cool. Also bis jetzt alles schön, alles gut. Ich muss leider noch eine Wohnung finden, ich bin noch im Hotel. Das kommt aber noch. Und du wirst feststellen, dass Dortmund viel schöner ist, als der eine oder andere sagt. Ja, das glaube ich. Ich habe jetzt bis jetzt, ehrlich gesagt, nicht viel gesehen. Das glaube ich dir. Nicht viel gesehen, die Zeit war nicht da sozusagen. Wir haben viel trainiert und Wir nehmen dich ja auch alle viele in Anspruch. Alle, die nebenher sind. Ob es Emma ist, Fototermin, es muss ja alles immer. das gehört dazu, das gehört dazu. Ich glaube, das muss man als Fußballer immer mal machen. Und jetzt als neuer Spieler sowieso, aber das mache ich doch sehr gerne. Und bis jetzt, ja, ich bin 2 Wochen hier und alles schön, alles gut. Das ist gut. Wir sind auch froh, dass du hier bist. Und jetzt wollen wir uns natürlich um das Spiel kümmern gegen Eintracht Frankfurt. Und gegen Frankfurt spielen wir sehr, sehr gerne, weil wir die letzten 8 Heimspiele allesamt gegen Eintracht Frankfurt gewonnen haben. Und das sah so aus.
Ich würde dich auch ganz gerne vor der Süd so stehen sehen. Hey, 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 das würde mir Spaß machen. Du kannst gerne wieder so ein Tor schießen. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Das wäre schon ein Traum, klar. Erst ein Heimspiel. Und du wirst das merken, da unten auf die Südtribüne ein Tor zu schießen, ist wirklich was Besonderes. Jetzt geht's gegen Frankfurt. Die Jungs sind noch ungeschlagen im Jahre 2020, haben noch kein Spiel verloren, haben sie bisher wirklich sehr gut gemacht. Was glaubst du, wie mutig werden die hier bei uns auflaufen? Es ist natürlich völlig ausverkauft, über 80.000 Zuschauer sind da. Und wie müsst ihr das Spiel angehen, um das Spiel auch als Sieger oder als Sieger den Platz zu verlassen? Ich glaube, Eintracht wird mutig sein, weil sie, wie du gesagt hast, 2020 noch kein Spiel gewonnen haben und weil wir vielleicht auch alle Spiele gewonnen haben. Ja, kein Spiel verloren haben. Kein Spiel verloren haben, genau. Und weil wir die letzten 2 Spiele verloren haben. Aber ich glaube, wir müssen ganz gelassen da reingehen. Wir müssen sehr fokussiert spielen, müssen aggressiv sein. Ich glaube, es wird sehr, sehr wichtig sein, von der ersten Minute an. Nein, das ist auch, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, die Frankfurter sind auch immer, ich sage jetzt, auch bissig, das manchmal stimmt. Auch ein bisschen dreckig. Das, was du letzte Woche auch gefordert hast, was ja auch richtig ist, so muss man manchmal auftreten, um Spiele zu gewinnen. Ne? Auf jeden Fall. Und vielleicht brauchen wir das jetzt genau in dieser Phase ein bisschen mehr von jedem Einzelnen. Und ich hoffe, es wird so sein am Freitag. Und wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben. Das steht fest. Und klar, wir wollen das Spiel auch gewinnen. So, und jetzt, lieber Emre, es wird ernst. Emre gegen Nobby, Zweikampf, Tor oder kein Tor. Ich führe zum ersten Mal in dieser Saison. Und ich möchte das heute ausbauen gegen meinen Freund Emre. Also auf geht's. 3, 2, 1. Der Schappi, der hat so viel Tore gemacht. Das war der Killer vor dem Tor. Jetzt bin ich gespannt. Der sieht aus, als wenn der ins Ausgeht. Und deshalb haben die Szene genommen. Wenn nicht, werde ich sauer. Tor. Nur wegen dem Platz war der drin, ne? Nix! Da war manchmal ein Platzfehler. Okay, zweite Szene. Wenn ich richtig gesehen habe, war das Matthias Sammer, ne? 3, 2, 1. Tor. Ja, weiß ich. Ich wusste gar nicht, dass Mattes mal von so weit im Tor geschossen hat. Rein, rein! Es war zweimal Tor, ne? Oh, das ist aber auch schwer, oder? Boah. Es steht unentschieden, ne? Was wirst du nehmen? 3, 2, 1. Ja, ich denke auch, sonst schickt das ja nicht ein. Ja. Ne? Rein, rein! War der drin? Ja. Ja, sicher war der drin. Unentschieden. So Unentschieden. fair, oder? Ah, da können wir mit leben. Ah, das wäre auch ein schlechtes Omen, wenn Emre mit einer Niederlage bei mir starten würde. Also, naja. Schickt uns auf jeden Fall weiter eure Videos zu. Egal, ob der Ball reingeht, gegen die Latte, daneben, knapp daneben, Torwart hält. Wir zeigen sie bei uns im Feiertagsmagazin. Und das war nur wirklich ein sehr, sehr schönes Tor. So, wir schauen unverändert mit einem Punkt Vorsprung. Bin ich in Führung. Das macht mich natürlich froh und stolz. Und auch diese Woche gibt es natürlich wieder ein wunderschönes Bild. Das ist das Bild von letzter Woche mit Dann. Wird wie immer zugunsten unserer Stiftung versteigert. Und auch Emre und ich haben ein sehr schönes Bild gemacht. Freut euch jetzt schon mal drauf. Wird ein schönes Ich habe sehr schön. Also, ab sofort könnt ihr das ersteigern. Jetzt sind wir fast am Ende. Aber einen kleinen Beitrag, den haben wir noch. Es gibt noch einen kleinen Rückblick. Beim letzten Heimspiel hatten wir ganz besonderen Besuch bei uns im Stadion. Jamie aus England war hier. Er ist leider blind. Er kann also das Fußballspiel nicht sehen. Nichtsdestotrotz lässt er es sich nicht nehmen, in ein Stadion zu gehen und live mit dabei zu sein. Und irgendwie fühlt er den Fußball.
Sancho. It's going in. We know his name. He's one of our own. Forget Old Trafford being the theatre of dreams. This place is something else, and I'll be telling every single person what an incredible fans, team, and the club as a whole it is, and 100% come back here as much as possible. Boah, den ganzen Bericht könnt ihr euch bei unseren Kanälen natürlich anschauen. Ist schon so ein bisschen verrückt ist das schon, ne? Auf jeden Fall. Wie man hat auch gemerkt, wie begeistert er ist, ne? Er hat ja gesagt, hier ist schon was anderes. Und ich glaube, so Leute, die spüren das nochmal mehr. Viel intensiver wahrscheinlich. Intensiver, ne? und wenn er das sagt, dann muss es stimmen. Ich habe das auch gemerkt. War so ein bisschen bedrückend auch das Gefühl. Aber toll, also was wir alles für Fans haben. Verrückt. So, Emre, jetzt morgen 3 Punkte. Schön, dass du hier bist. Wir Danke, freuen uns hat mich alle. gefreut. Schön, Danke. dass du heute die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen. Ihr zu Hause drückt die Daumen, wenn unsere Jungs die Frankfurter hoffentlich schlagen. Das war's von eurem Feiertagsmagazin. Macht's gut, euer Nobby und der Emre.